Guten Tag, Frau Böse. Sie sind Professorin für mittelalterliche Kunst am Kunsthistorischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Daher möchten wir an Sie die Frage richten, wie sich illuminierte Handschriften als Kunst heute und als Medium damals erklären lassen. Daher sogleich die erste Frage. Für illuminierte Handschriften ist das Überleiten von der Sphäre des Diesseits, dem Alltag, in das Jenseits, die göttliche Sphäre, verbindlich. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, diese Bücher, die wir hier sehen, diese Stundenbücher und Gebetsbücher hier am Psalter, enthalten ja Gebete. Und Gebete sind dafür da, in eine Zwiesprache mit Gott zu kommen. Ja, also eine Zwiesprache, ein Treffen mit Gott im Innersten der Seele, manchmal auch natürlich mit dem ganzen Leib. Und bei dieser Begegnung geht es natürlich darum, Dinge sichtbar zu machen oder sich zu imaginieren, die eigentlich nicht imaginierbar sind. Und ich glaube, dass gerade diese bildlichen Darstellungen oder die visuelle Gestaltung dieser Handschriften verhilft, um in diesen Imaginationsprozess, in diese innerliche Versenkung einzusteigen. Ja, also sie helfen gleichsam, sich zu versenken. Beispiel dafür ist vielleicht auch dieses Stundenbuch, was wir sehen können aus dem späten 15. Jahrhundert. Wir sehen hier eine Illumination zum Psalm Nummer 50. Herr, öffne meine Lippen. Und dargestellt ist die Verkündigung, Verkündigung an Maria. Und was hilft, sich zu versenken, sich in diese andere Welt, in diesen anderen Raum hineinzubegeben, sind beispielsweise hier tatsächlich die Räume, die sich hinter dem Pergament eröffnen. Ja, also wir schauen in einen Raum, wir sehen Maria, wir sehen den Erzengel und dahinter fällt der Blick durch diesen Raum hindurch auf ein Fenster, hinter dieses Fenster. Und dort sehen wir eine Landschaft, wir sehen Architektur und wir sehen Gott Vater, der durch ein kleines Fenster auf diese Szene blickt. Und die Heiliggeisthaube, die herabfährt auf Maria. Also dieses Jenseitige oder das Visionäre wird hier eingefangen durch Fensteröffnungen, wie etwa hier den Ausschnitt, dass Gott Vater hineinschaut in das Geschehen. Wichtig ist aber auch, sich die gesamte Bordüre anzuschauen. Also alles, was hier auf dieser Seite gestaltet wurde, sei es die Pflanzen, die Tiere, die Mischwesen, verhelfen, in diesen Prozess einzusteigen. Also gerade auch den Blick auf diese Schwelle zu richten, scheint mir sehr, sehr wichtig. Das können Farben sein, die dann wieder auftreten in dieser zentralen Darstellung. Es kann auch sein, dass wir es mit Tieren hier zu tun haben, wie hier mit dem Schwan, der auch auf das Geschehen blickt. Also tatsächlich auch den Betrachtenden lenkt, auf das Geschehen lenkt und auf diese Art und Weise hilft, auch sich mit der Gestaltung, mit der zentralen Darstellung, mit dem zentralen Thema auseinanderzusetzen. Also auch die Schwelle dieser figürlichen Darstellung, es lohnt sich, diese in den Blick zu nehmen, weil die hilft eben tatsächlich auch dort einzusteigen in diese Betrachtung und diese Verinnerlichung. In dem Zusammenhang drängt sich der Umstand auf, dass das 20. Jahrhundert eine große Abneigung gegen das Ornament entwickelt hat. Ich denke da an Adolf Loos Ornament und Verbrechen von 1913. Das Ornament wurde aus der Perspektive eines funktionalistischen Denkens heraus als sinnloser Schmuck abgewertet und als keine richtige Kunst eingeordnet. Wie sinnstiftend sind in den illuminierten Stundenbüchern die Ornamente zwischen Schrift und Malerei? Da müsste man zunächst darüber nachdenken und überlegen, was ist eigentlich Ornament? Und hier fällt ja auf, wenn wir uns diese 3 Handschriften anschauen, dass die Übergänge eigentlich fließend sind. Also man hat die figurative Darstellung im Zentrum, aber selbst in dieser figurativen Darstellung haben wir bereits ein Baldachin. Wir haben diesen Baldachin mit einem bestimmten Stoff ausgestattet, mit einem
wahrscheinlich Granatapfelmotiv, also was wir heute als Ornament vielleicht beschreiben würden oder als Muster. Dann haben wir den Rahmen mit dieser gotischen Gestaltung. Wir haben eine Ranke, die sich darum legt. Wir haben vegetabilen Schmuck. Es kann auch geometrischer Schmuck sein. Und dann stellt sich die Frage, ist das Ornament jetzt nur die Bordüre? Und was ist eigentlich auch mit den Figuren, die in dieser Bordüre spielen? Gehören sie vielleicht auch zu dem Ornament dazu oder zu einem Verständnis von Ornament? Also die Mischwesen hier oder auch die Tiere, die daran spielen. Manchmal sind ja auch richtig Szenen, Handlungen auch in die Bordüre hineingesetzt, bei den Stundenbüchern oder bei den Gebetsbüchern. Und eigentlich geht es noch weiter. Es geht weiter mit der Frage, welche Rolle spielt die Farbigkeit, um zwischen dieser Schwelle, von der ich am Anfang sprach, und der zentralen Darstellung zu vermitteln. Inwiefern spielt aber auch die Ornamentik oder spielen die Muster auf dem Baldachin eine Rolle. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man doch fest, dass die Übergänge zwischen dem, was wir als einer figürlichen oder als Bild beschreiben würden und heute auch als Ornament beschreiben würden, doch hier viel fließender sind. Mhm. Ja, das erkennt man schon an der Schrift, die ja auch ornamental ist. Ja, oder auch an den Initialen hier, Domine, also der Beginn dieses Psalms, das D, wie stark was für einen bildhaften Charakter das bekommt. Also man merkt, dass die Übergänge sehr, sehr fließend sind. Das hilft natürlich, um zur ersten Frage zurückzukehren, um in diesen Gebetsprozess einzusteigen und sich das Zwiegespräch mit Gott zu imaginieren oder sozusagen Gott zu imaginieren. Und das spielt eine ganz große Rolle schon in den ganz frühen Handschriften. Also wenn man sich Evangelien anschaut, welche Rolle dort die Initialornamentik spielt, um in die Betrachtung und in den Text einzuführen. Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Funktionen, die solche Ornamente haben können. Einerseits strukturieren sie. Ja, sie strukturieren den Text. Das kann man, glaube ich, hier sehr schön sehen. Bei den Initialen, wir haben eine größere Initiale, wir haben eine kleinere Initiale. Da werden die einzelnen Verse voneinander geschieden. Also mit dieser Initialornamentik hilft es, um den Text zu strukturieren und auch sich relativ leicht zurechtzufinden. Wir müssen ja auch davon ausgehen, viele Handschriften, auch illuminierte Handschriften, hatten gar kein Inhaltsverzeichnis. Kann man in Bezug auf die Ornamente auch davon sprechen, dass sie eine Art Schutzwall sind gegen das Böse, das Irdische, das Triebhafte auf dem Weg der Transzendenz zum göttlichen Jenseits? Also das ist möglich. Es ist durchaus möglich, dass wir eine ornamentale Gestaltung haben, die den Text, der dann folgt, oder auch die bildlichen Darstellungen nochmal aufwertet und die, nehmen wir ein Beispiel, vielleicht die Evangelien als ein heiliger Text, das auch sichtbar machen wollen und diesen Text auch schützend umgeben. Im Grunde sind diese diese Bordüren gleichsam so ein Übergang zwischen mir im Hier und Jetzt und dem Jenseitigen. Und dadurch können sie schützend wirken, sie können das auszeichnen, was man im Zentrum sieht. Es kann sein, dass wir es mit Themen zu tun haben, wo wir uns mit unserem eigenen Verhalten auseinandersetzen müssen, ja, gleichsam disziplinierend. Ja. Und es ist im Grunde auch eine Form von Augendisziplinierung. Ah, ja. Ne, man schaut auf die zentrale Darstellung, wird aber doch immer wieder abgelenkt davon, durch das, was dort sich drumherum befindet. Kann man in diesem Zusammenhang auch die Drollerien oder die Fleuret-Buchstaben einordnen? Auf jeden Fall, das würde ich sagen. Ne? Also hier sieht man dieses Mischwesen, was auf der einen Seite mit dem Finger hinzeigt zu dieser Beatus Vir Initiale oder die Initiale B für Beatus Vir, für den Beginn des Psalters. Andererseits, also sie rahmt auch den Text, sie hebt den Text hervor. Mitunter haben wir es aber auch mit Darstellungen zu tun, die auf den Text schauen, aber auch sozusagen sich wegwenden. Also man wird immer wieder aufgefordert, sich auch zu konzentrieren, sich zu disziplinieren und auf das Zentrale zu schauen. Und vielleicht noch ein Aspekt, den ich vorhin vergessen habe, was
ich denke, auch ganz häufig wichtig wird, gerade bei den spätmittelalterlichen Gebetsbüchern, ist, dass was ich jetzt hier als Ornament, die Bordüre bezeichnen würde, dass diese auch andere Sinne affiziert. Natürlich geht es um das Sehen, aber mitunter sind ja Früchte dargestellt, also der Geschmackssinn wird affiziert oder aber zum Beispiel auch das Hören. Darf ich noch eine andere Seite draufschlagen? Genau, das ist die Seite 72. Rectus, muss ich mal... Genau, wunderbar. Hier ist die Kreuzigung wiedergegeben. Und hier in der Bordüre ist ein Mischwesen, so ein Schneckenmann. Und der bläst dann ein Instrument. Also auch das Hören wird affiziert. Hier sehen wir übrigens auch kleine Erdbeeren. Ja? Also es geht auch um das Schmecken, das Hören. Und in sehr späten Gebetsbüchern sehen wir auch Gegenstände, die in der Bordüre liegen. Also auch der haptische Sinn wird angesprochen. Also das ist im Grunde hilft diese Ornamentik auch, sich multisensorisch in das Gebet zu begeben. Gibt es denn zwischen der Bordüre und der Miniatur in Bezug auf die Autorenschaft eine Hierarchie? Auch da würde ich sagen, nein. Ich glaube, dass wieder beides, die bildliche Darstellung, aber auch die figurative und eine abstrakte ornamentale Gestaltung kongenial ineinandergreifen. Und was da noch wichtig zu betonen ist, dass diese Ausstattung natürlich immer auch für den sozialen Status der Person steht. Und da spielt die figurative Darstellung eine Rolle in der Fertigkeit, wie sie umgesetzt ist, aber natürlich auch die ornamentale Gestaltung. Also wie reich, wie materialreich eine Handschrift ausgestattet ist, sagt viel über den sozialen Status des Besitzers aus oder der Besitzerin. Frau Böse, ich danke Ihnen sehr für das tolle Gespräch.